Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, sehr geehrte Besucher auf der Tribüne. Sehr geehrte Frau Taubert, vielen Dank für die Einbringung des Haushaltes, der sowas wie der letzte Wille der rot-rot-grünen Regierung ist. Im normalen bürgerlichen Leben sind wir natürlich als bürgerliche Kraft gerne bereit, den letzten Willen eines Verblichenen zu respektieren. In diesem Fall natürlich nicht. Deswegen werde ich hier unsere alternativen Ansätze vorstellen zu Ihrem eingebrachten Entwurf. Hey Leute, herzlich willkommen. Heute geht es um eine Rede, die wirklich alles auf den Tisch bringt. Björn Höcke zerlegt die Grundsteuerreform, fordert echte Unterstützung für Thürings Kommunen und macht klar, warum Multikulti und Klimagedöns unser Land schwächen. Diese Rede ist ein Weckruf für jeden, der sich fragt, wie es in Thüringen weitergehen soll. Schaut rein, liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Was Höcke hier sagt, betrifft uns alle. Auf geht's! Ich werde mich dabei an der Systematik orientieren, die ich in den letzten Jahren auch angewandt habe. Ich werde, weil Sie, sehr geehrte Finanzministerin, leider keine steile Lernkurve in diesem Bereich zeigen, relativ ausführlich nochmal auf die Haushaltssystematik eingehen. Dann werde ich darauf eingehen, wo Geld in Thüringen zum Fenster herausgeworfen wird. Und abschließend werde ich die Position der AfD verdeutlichen, dahingehend, wo in Thüringen investiert werden müsste und muss, damit dieser Freistaat eine Zukunft hat. Denn das ist es, was wir wollen als AfD, eine Zukunft für Thüringen. Kommen wir also jetzt zur Haushaltssystematik. Und da geht mein Blick jetzt hoch auf die Tribüne, wo die Medienvertreter sitzen. Liebe Medienvertreter, besonders an Sie, diese Einlassung an dieser Stelle. Da wurde in den letzten Wochen ja viel Untergangsstimmung verbreitet in den Medien des Freistaates Thüringen mit Blick auf die Kassenlage des Freistaates. Man las von leeren Kassen, man las von Schuldenbremse, die jetzt notwendig sei, von etwaiger Neuverschuldung. Und das Wehklagen verdichtete sich im Titel der Thüringer Allgemeinen Zeitung vom 15. Oktober diesen Jahres. Ich zitiere: Die Not ist groß. Die Not ist groß, Fragezeichen. Liebe Medienvertreter, mit Blick auf die steigende Staatsverschuldung in der westlichen Welt müssen wir uns tatsächlich Sorgen um die Stabilität des Geldsystems machen. Ich habe das in den letzten Jahren hier auch immer mal wieder angebracht. Das ist richtig und das ist besorgniserregend, was wir dort an Entwicklung haben, gerade mit Blick auf die Staatsverschuldung. Aber die Lage in Thüringen ist nichtsdestotrotz relativ gut. Ich betone relativ gut. Ein Blick auf den Bundesbankbericht von Oktober diesen Jahres, ich erwähnte ihn ja auch in der letzten LPK, belegt diese Einschätzung. Denn Thüringen hat von allen Bundesländern die bestmögliche Deckungsquote. Das heißt, es besteht im Ländervergleich für Thüringen der geringste Bedarf, die Rückzahlung der Neukredite aus dem Jahr 2020, das war der Bezugszeitraum des Bundesbankberichtes, weiter zu strecken, also weiter zu prolongieren. Die Deckungsquote Thürings beträgt sage und schreibe 500% im Vergleich zur Deckungsquote Bayerns mit lediglich 100%. Das sollte man vielleicht doch noch mal zur Kenntnis nehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Thüringer Landesregierung tritt seit Jahren, und ich habe das immer wieder kritisiert, sehr geehrte Frau Finanzministerin, die zentralen Haushaltsprinzipien der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit mit Füßen und rechnet Thüringen arm. Sie tut dies, und darauf habe ich auch immer wieder hingewiesen, indem sie 4 Punkte gebetsmühlenartig praktiziert. Nämlich einerseits oder erstens die Einnahmen sehr, sehr vorsichtig plant. Ich drücke mich diplomatisch aus. Zweitens, indem sie die Ausgaben sehr großzügig plant. Drittens, indem sie unrealistische, dem Haushaltsgrundsatz der Annuität oftmals widersprechende Investitionsvorhaben ausweist. Und viertens, indem sie neudeutsch Working Capital in den zahlreichen landeseigenen Gesellschaften und den immer noch viel zu üppig gefüllten Sondervermögen einfach liegen lässt. Ich sage Ihnen, sehr geehrte Frau Finanzministerin, ich sage Ihnen, sehr geehrte Kollegen, den Bürgern draußen gebührt Respekt. Respekt in Form von Transparenz, Respekt in Form von Wahrheit. Denn
Der Bürger draußen, der Steuerzahler ist derjenige, der das Geld erwirtschaftet, das wir brauchen, um politische Projekte umsetzen zu können. In Hochsteuerzeiten von leeren Kassen zu sprechen, obwohl die Thüringer Kassenlage seit 2021 an keinem Tag saldiert unter 1,5 Milliarden Euro rutschte und bis 3,7 Milliarden als kurzfristige Geldanlagen für den Freistaat arbeiteten. Das ist respektlos gegenüber dem Steuerzahler und da machen wir als AfD nicht mit. Sehr geehrte Frau Finanzministerin, Thüringen hatte zuletzt 2011, das war lange vor Ihrer Zeit als Finanzministerin, ein Haushalts-Ist, das dem Haushalt-Soll halbwegs nahe kam. 2022 schloss der Haushalt statt mit einem geplanten Defizit mit über 1 Milliarde Euro positiver ab als erwartet. 2023 fiel das tatsächliche Defizit 324 Millionen Euro geringer aus als das geplante Defizit. Und dann waren wir, wie schon erwähnt, Ende 2023 wieder bei einer Rücklage von 1,33 Milliarden Euro, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten. Mit diesem letzten Rücklagenstand, das führe ich jetzt deswegen etwas breiter aus, damit die Zuhörer, die vielleicht nicht so tief in der Haushaltsmaterie drin sind, das auch nachvollziehen können. Mit diesem letzten Rücklagenstand plant man jetzt das laufende Haushaltsjahr 24, das kommende Haushaltsjahr 2025. Oder sollte ich besser sagen, man verplant das kommende Haushaltsjahr. Nochmal, nur wenn man 2024 nicht wieder Verplanung betrieben hat, also nicht Planung, sondern Verplanung, und sich 2025 nicht wieder verplant hat, dann steht tatsächlich Ende 2025 die Haushaltsrücklage auf 0. Dazu müssten 2024 zum Jahresabschluss sage und schreibe 779,88 Millionen Euro Defizit und 2025 550,66 Millionen Euro Defizit entstehen. Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, ich wette, eine Runde Nougat für Sie alle oder meinetwegen auch eine Runde gehacktes Brötchen für Sie alle, dass wir Ende 2024 diesen Zustand der vollkommen entleerten Rücklagen nicht erleben werden und dass sich Frau Taubert wieder einmal, wie in den letzten Jahren zuvor auch stets, verplant hat. Übrigens gibt es neben der allgemeinen Haushaltsrücklage gibt es noch weitere Rücklagen aus Drittmitteln beispielsweise oder aus Sonderabgaben des Landes. Diese beliefen sich Ende 2022 auf 755,2 Millionen Euro und wachsen nach dem vorläufigen Haushaltsabschluss für 2023 nochmal um 48 Millionen Euro an. Ich habe, und das möchte ich an dieser Stelle betonen, nicht per se etwas gegen Rücklagen. Man sagt zu Recht, Sorge in der Zeit, dann hast du in der Not. Das gilt für den Privatmann auf alle Fälle, das gilt zumindest partiell auch für den Unternehmer. Aber gilt das, Fragezeichen, rhetorische Frage, auch für den Staat, der kameralistisch geführt wird? Nein, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, der Staat in der Kameralistik ist weder Privatier noch ist er Unternehmer. Er ist keine Bank. Er nimmt Geld ein über Steuern und Abgaben und investiert dieses Geld sofort im Durchlauf gemeinwohlorientiert weiter, ohne dieses Geld in Größenordnung zurückzuhalten, wie das in Thüringen passiert. Und tut er das nicht, dann muss er die Sonderabgaben oder die Steuern eben reduzieren oder ganz abschaffen. Ich nenne dazu ein Beispiel, die Ausgleichsabgabe für Schwerbeschädigte. Die zahlen Unternehmer in Thüringen und diese geht in die Rücklage ein, wenn das Geld nicht verausgabt wird. 47,5 Millionen Euro stehen dort, Stand 31.12.23 in der Thüringer Rücklage. Das ist Geld, das eigentlich für Belange von behinderten Menschen verausgabt werden sollte. Und in den letzten Jahren hat die AfD-Fraktion immer wieder auf den Mangel, auf das Vollzugsdefizit in diesem Bereich hingewiesen. Passiert ist nichts. Das Volumen steigert sich von Jahr zu Jahr. Eine angemessene Mittelverwendung findet nicht statt. Die staatliche Zweckerfüllung wird durch die Integrationsämter einfach nicht geleistet. Das Geld wird eingesammelt und bleibt liegen. Ein einziger Skandal in einem Staat, nochmal, der nicht Bank ist, sondern kameralistisch geführt wird.
Über die liegen gebliebenen Krankenhausmittel werden wir in diesem Hohen Haus in den nächsten Monaten sicherlich noch ausgiebig diskutieren dürfen und müssen. Die möchte ich jetzt hier nur mal en passant erwähnt haben und nicht weiter ausführen. Aber auch das ist tatsächlich ein Skandal, der Ihnen vielleicht auch erst nach Ihrem politischen Ableben auf die Füße fallen wird. Schauen wir noch ganz kurz auf den Umgang mit den Sondervermögen. Sie haben sie ja zumindest erwähnt. Das Sondervermögen Corona Energie wird endlich, nachdem wir jahrelang davon geredet haben als AfD, endlich wird es in den Kernhaushalt zurückgeholt. 265,4 Millionen Euro werden jetzt dazu kommen. Ein Rückfluss, man höre und staune, der als ungeplant eingeordnet wird. Und jetzt sind wir wieder beim Auseinanderfallen von soll und ist. Hier fängt das ganze Spiel. Hier fängt das Verstoßen gegen die Prinzipien der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit schon an. Das sind politische Taschenspielertricks, die wir als AfD nicht mitmachen, weil wir für die Bürger draußen Wahrheit, Klarheit und Transparenz wollen. Das Sondervermögen WGT, das ist der Bereich der Liegenschaften der Westgruppe der ehemaligen Sowjetarmee, hat im Augenblick liquide Mittel von 20 Millionen Euro, immerhin das Sondervermögen Thüringer Wohnungsbauvermögen liquide Mittel von 157,6 Millionen Euro. Auch dieses Geld gehört, weil es in den Sondervermögen Verwaltungskosten verursacht und so weiter, gehört, wenn man ehrlich sein will, in den Kernhaushalt. Auch das fordern wir seit Jahren. Abschließend unter der Überschrift Haushaltssystematik noch ein Wort zu den globalen Minderausgaben. 2022 war es die CDU, die Rot-Rot-Grün, dem verlässlichen Partner, globale Minderausgaben von 330 Millionen Euro aufoktroyierte. Aber ein Oktroi war das eigentlich nicht im Wortsinn, denn es war ein Gestaltungs-Eldorado für Rot-Rot-Grün, das die CDU der Minderheitsregierung einräumte. Man gab nicht nur das parlamentarische Königsrecht damit aus der Hand, sondern man ermöglichte Rot-Rot-Grün auch die ganzen Ideologieprojekte ohne mit der Wimper zu zucken und ohne Einsparung vorzunehmen durchzuziehen, unter anderem auf Kosten der Kommunen. Und das darf nicht nochmal passieren. Eine globale Minderausgabe, wenn sie denn als Instrument der Haushaltsdisziplin ernst gemeint ist, wenn sie denn als Instrument der Haushaltsdisziplin zielorientiert angewandt werden soll, braucht notwendigerweise einen Erläuterungsvermerk. Die einzige Fraktion, die im letzten Durchgang einen Erläuterungsvermerkte setzte, war welche Fraktion? Die AfD. Und das werden wir auch dieses Jahr wieder tun. Das heißt, der Haushaltsgesetzgeber muss genau angeben, wo eingespart werden soll. Für den Haushalt 2024 haben wir das, wie gesagt, schon getan und für den 2025er werden wir das auch tun. Zwei Prämissen sind hier für uns nicht verhandelbar, nämlich erstens, dass die globale Minderausgabe, wenn sie denn kommen sollte, bei kommunal relevanten Titeln auf jeden Fall zu verhindern ist. Und zweitens wollen wir uns fokussieren auf die zahlreichen Haushaltstitel, bei denen man stets unter Ihrer Ägide, sehr geehrte Frau Taubert, überschüssig geplant hat, und zwar in Größenordnung, und wo man deshalb kürzen kann. Zu nennen sind hier beispielsweise die aus dem Ruder laufenden Reisekosten. Ja, in einer Zeit, in der man durch künstlich erzeugte Energiepreiserhöhung die Menschen draußen am Reisen hindert, gönnt man sich selber einen kräftigen Schluck aus der Pulle, um die eigene Reisetätigkeit zu erhöhen. Das geht so nicht. Ja? Oder auch die Sachverständigenkosten quer durch alle Einzelpläne sind wir da bereit, auch über globale Minderausgaben zu reden. Ich komme zum Thema, wo das Geld zum Fenster rausgeschmissen wird. Der Thüringer Landesrechnungshof, die Präsidentin ist heute ja gar nicht da, hat ja schon vor 2 Jahren in seinem Sonderbericht deutlich gemacht, wo das Einsparpotenzial im Bereich von Geld und Personal liegt beim Fördermittelbetrieb des Freistaats Thüringen. Die Fördermittelstruktur des Freistaates ist chaotisch, ist aufgebläht. Das ist ein Fördermitteldschungel, wo dringend die Axt angelegt werden muss. Die AfD hat immer und immer wieder darauf hingewiesen, verbessert hat sich nichts. Kommunale Spitzenverbände, Unternehmer, reden Sie mit Unternehmern, die auf Fördermittel angewiesen sind, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Thüringen steht da besonders schlecht da, auch im Vergleich beispielsweise mit Sachsen, die Kommunen klagen und so weiter. Das System in Thüringen ist eine Zukunft, zu viele Fördermittel verausgabende Stelle. Nochmal, hier muss reduziert werden. Die Landesregierung hat nichts unternommen. Wir werden als AfD auch in dieser Haushaltsberatung wieder unseren Reformansatz einbringen.
Die Sachverständigenkosten explodieren, die Beraterkosten explodieren und gleichzeitig wird der bürokratische Wasserkopf immer größer. Das ist den Menschen draußen im Land nicht zu vermitteln. Ich habe darauf immer wieder hingewiesen. Das Personal fehlt dagegen in den unteren Behördenhierarchien, dort, wo der Beamte Kontakt mit dem Bürger hat und wo der Bürger zu Recht Serviceleistungen vom Staat einfordert und auch kriegen sollte. Ein Beispiel: Im Zeitraum 2021 bis 2024 fand im Landesamt für Finanzen eine Stellenmehrung von 22 Ist-Stellen statt. Im Finanzministerium waren es 16 Ist-Stellen. Die erfüllenden Finanzämter vor Ort mussten sich mit 14 Stellen begnügen, mit katastrophalen Folgen im Zusammenhang mit der ebenso desaströsen Grundsteuerreform. Denn Sie wissen alle, sehr geehrte Damen und Herren, ohne Neuberechnung der Messbeträge für die Grundsteuer A und Grundsteuer B in den Finanzämtern, die als Zuarbeit für die kommunalen Kämmerer notwendig ist, können die Kommunen ihre Hebesätze nicht aufkommenssteuerneutral berechnen. Zudem haben wir 20% Widersprüche im Bereich der Grundsteuer. Die Finanzämter schieben einen riesigen, nicht abgearbeiteten Verwaltungsakt oder Berg vor sich her. Ursächlich ist auch die Unterbesetzung in der erfüllenden Ebene. Die Grundsteuerreform treibt die Finanzämter und treibt die kommunalen Kämmerer in den Wahnsinn. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle, obwohl das ein Bundesthema ist, diese Grundsteuer muss weg. Sie produziert zu viel Bürokratie. Die Kommunen müssen anders schadlos gehalten werden. Dieses System ist am Ende. Und wenn ich mir vorstelle, dass das, was wir gerade an Chaos haben, alle 7 Jahre durch die Neubewertung, durch die drohende Neubewertung wiederholt wird, dann schlage ich und alle, die damit zu tun haben, die Hände über dem Kopf zusammen. So stranguliert man Staatlichkeit. So stranguliert man Vertrauen des Bürgers in Bürokratie und funktionierende Verwaltung. Und das muss nicht sein. Sehr geehrte Damen und Herren, die Kommunen sind in der Not, weil man sie durch die Grundsteuerreform in Not gebracht hat. Sie brauchen eine solide Datenbasis für die Errechnung der Hebesätze. Das braucht Zeit und deswegen sind wir als AfD auch bereit, diese Zeit und den Zeitbedarf zu prolongieren. Wir wollen, dass die Kommunen einen zinslosen Kredit bekommen in Höhe von 130 Millionen Euro. Dieses Geld ist da, liquide Mittel sind da, damit sie ganz in Ruhe die Hebesätze, nachdem sie die Daten aus den Finanzämtern erhalten haben, berechnen können. Das Geld sollten wir unseren Kommunen zur Verfügung stellen. Wir sagen Ja zur Arbeit in der kommunalen Ebene und der kommunalen Familie. Ideologieproduktion, ja, das ist ja auch ein Dauerthema. 37 Millionen Euro mindestens quer durch die Einzelpläne für das Klimagedöns, die sogenannte Klimarettung. 200 Millionen sind es für illegale Einwanderung. Alles das kann man sich schenken nach Auffassung der AfD. Und denken Sie bitte, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, wenn Sie diese Ideologieprojekte auch in Ihrer jetzt sich anbahnenden oder angedrohten Brombeerkoalition weiterführen wollen gegen die stärkste Kraft, denken Sie an das Schicksal der Grünen Partei. Schauen Sie mal in den leeren Flur. Der Thüringer Souverän hat völlig zu Recht am 1. September diesen politischen Wirrköpfen, dieser Speerspitze der klimabegründeten Deindustrialisierung, dieser Speerspitze der völlig überflüssigen, unsere Sozialstaatssysteme zum Kollaps bringende, unsere Identität zerstörende Multikulturalisierung aus diesem Haus geworfen. Und das ist gut so und weitere werden folgen, wenn Sie nicht endlich die politische Wende in diesen zentralen Politikfeldern einleiten. Wir müssen, das ist nicht niederträchtig, Herr Ministerpräsident, im geschäftsführenden Amt, das ist Politik. Dann entschuldigen, Herr May, dann war es der Innenminister, Herr Ramelow, entschuldige ich mich bei Ihnen vielmals und dann geht die Kritik an den Innenminister. Wo muss in Thüringen investiert werden? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen einfach nur Thüringer Interessen ganz oben ansetzen. Wir müssen gucken, was Thüringen gut tut und wir müssen Thüringen, was schadet. Wir müssen das sein lassen, was Thüringen schadet und wir müssen das tun, was Thüringen gut tut. Das heißt, Schluss mit bunter Propaganda, Schluss mit betreutem Denken. Wir sind alles mündige Menschen. Die Menschen draußen können auch selber denken. Das muss aufhören. Schluss mit Klimagedöns, Schluss mit Multikulti. Diese Projekte müssen weg. Sie schaden Thüringen, sie nutzen Thüringen nichts. Wir als AfD. Und das werden wir durch die Haushaltsanträge, die wir einbringen, unter Beweis stellen. Wir wollen den Mittelstand stärken. Er ist das Rückgrat unseres wirtschaftlichen Wohlergehens. Die Ehrlichen, die Sparsamen, die Fleißigen, die müssen in Thüringen entlastet werden.
Wir wollen eine substanzielle Förderung junger Familien, denn wir wollen nicht dem demografischen Niedergang hinterher reformieren. Wir wollen den demografischen Niedergang beenden. Wir wollen die demografische Wende. Wir wollen, dass der Windkraftausbau, der Windindustrieausbau im Wald ein für alle Mal zu den Akten gelegt wird. Wir wollen überhaupt gar keine Windindustrie in Thüringen. Das ist kein Naturschutz, das ist Naturzerstörung pur. Wir wollen stattdessen das Geld, das da ist, in die Wiederbewaldung Thürings investieren, denn wir wollen echten Naturschutz. Und das heißt, wir retten und erhalten das grüne Herz Deutschlands. Ja, unser Ansatz ist nicht das Kurieren an Symptomen, wir wollen an die Ursachen gehen. Deswegen sagen wir auch nicht mehr Polizisten. Die SPD hat ja 1800 im Wahlkampf gefordert. Vor 30 Jahren hätte man diese Forderung nicht stellen müssen, weil unsere Vertrauensgemeinschaft noch relativ intakt war. Nicht, dass es nicht auch schon Spitzbuben bei uns gegeben hat. Aber die Multikulturalisierung war eben auch eine Multikriminalisierung in vielen Bereichen. Deswegen haben wir einen anderen Ansatz. Durchaus Respekt für unsere Polizei. Wir brauchen eigentlich nicht mehr Polizei. Wir wollen Remigration, um Thüringen sicher zu machen und sicherer zu machen und unsere Identität zu halten. Und in dem Zusammenhang betone ich gerne, dass wir gegen Facharbeiter, die wirklich hier arbeiten wollen, die aber leider um Deutschland, ich komme sofort zum Ende, Herr Präsident, die leider um Deutschland einen großen Bogen machen, die wollen wir gerne willkommen heißen. 204 Änderungsanträge haben wir in die letzte Haushaltsberatung eingebracht. Alle sind abgelehnt worden. Nichtsdestotrotz werden wir wieder einen Gegenentwurf zum Haushalt der Landesregierung aufstellen, denn wir sind die stärkste Kraft in Thüringen mit Abstand. Und wir werden standhalten im Interesse der Thüringer und wir werden ein Bild malen, das Thüringen und hoffentlich die Thüringer berührt und das dann langfristig doch die große und notwendige Veränderung in Thüringen bringen wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell. Das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar.